Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Spannungen zwischen Moskau und Vilnius schienen an diesem Osterwochenende zu einer neuen Zerreißprobe zu führen. In Washington warnte Außenminister Baker, Sanktionen gegen Litauen schadeten den Beziehungen USA-UdSSR. Schweden forderte die Sowjetunion zur Besonnenheit auf. Über die litauischen Reaktionen auf das gestrige Ultimatum von Präsident Gorbatschow, Hardy Kühnrich. Nein, also Litauen wird seine Unabhängigkeitserklärung nicht zurücknehmen. So antwortete Litauens Parlamentschef Landsbergis noch gestern Abend auf das gerade erst veröffentlichte Zweitagesultimatum Gorbatschows und Ryzhkovs. Eine andere Reaktion dürfte auch niemand erwartet haben. Ministerpräsidentin Prunskiene sprach im litauischen Fernsehen von ernster Gefahr. Und in der Tat, bei dem nun schon mehrwöchigen Briefwechsel Moskau-Vilnius ist das Ultimatum von gestern zum ersten Mal eins, wo klar gesagt wird, was passiert, wenn die Litauer nicht folgen. Die angedrohte Teilwirtschaftsblockade hätte schlimme Folgen, denn die bezieht sich ja vor allem auf jene Produkte, die die Baltische Republik nahezu 100%ig aus der Union bezieht. Erdöl da an vorderster Stelle. Bis jetzt kostet eine Tonne Öl 30 Rubel innerhalb der Union. Auf dem Weltmarkt wären es 110 $. In der UdSSR sind Waren aus Litauen zwar sehr begehrt, doch international gesehen dürften sie kaum konkurrenzfähig sein. Auf jeden Fall kann damit nicht das Loch gestopft werden, das durch den Bruch mit Moskau entsteht. Macht der Kreml-Chef nun das Licht in Litauen aus? Er könnte es, denn er ist der Stärkere. Eine Politik allerdings, die nicht zu seinem außenpolitischen Ansehen passt. Der große Mann im Kreml steht vor einem Riesenberg innenpolitischer Probleme. Und Litauen spitzt die Situation ohne Zweifel zu. Jetzt, da Gorbatschow Präsident mit weitreichenden Vollmachten ist, wird man seinen Namen direkt nennen müssen, wenn es um die Bewertung der Ereignisse in Litauen geht. Im Prozess der deutschen Vereinigung haben die Sowjetunion und Polen feste Garantien für die Oder-Neiße-Linie sowie alle anderen Nachkriegsgrenzen in Europa verlangt. In Moskau unterzeichneten die Präsidenten Gorbatschow und Jaruzelski eine Deklaration, in der zugleich das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung anerkannt wird. Katyn bei Smolensk. Polens Staatspräsident Wojciech Jaruzelski ehrte heute hier die polnischen Opfer stalinschen Terrors. 1940 wurden in mehreren sowjetischen Lagern 15.000 polnische Offiziere ermordet. Hier in Katyn, bei Woroschilowgrad und bei Kalinin. Gestern hatte die Sowjetunion dafür offiziell die Verantwortung übernommen. Doch abgeschlossen ist das Thema damit nicht. So sprachen sich Jaruzelski und Gorbatschow bei ihrem Treffen dafür aus, die Arbeit zur Wiederherstellung der historischen Wahrheit über die schwierigen Momente der russisch-polnischen und der sowjetisch-polnischen Beziehungen zu Ende zu führen. Jaruzelski schrieb in das Gedenkbuch von Katyn: Bis zuletzt blieben sie Polen und der Soldatenehre treu, den polnischen Opfern des grauenhaften stalinschen Verbrechens. Einen gesunden Weg zur deutschen Einheit forderte Bundespräsident von Weizsäcker. Die Deutschen könnten nur im europäischen Prozess glücklich werden, sagte er in einem Zeitungsinterview. Am Abend hat er sich von Weizsäcker auch im RIAS TV geäußert. Die Vereinigung der Deutschen, die Vertiefung der europäischen Gemeinschaft in übernationaler Richtung und die Zusammenarbeit im Felde der Sicherheit, das sind drei Prozesse, die man gar nicht voneinander trennen kann. Das ist die Interessenlage, das ist die Absicht der Regierungen, insbesondere auch der unsrigen. Und demgemäß wird sich auch die allgemeine Stimmungslage und das Bewusstsein orientieren. Deswegen gehe ich in der klaren Erkenntnis dessen, was sich für uns Deutsche, die wir mehr Nachbarn haben als alle anderen, als Aufgaben stellt in Europa, gehe ich mit großer Ruhe und mit gespannter, aber doch zuversichtlicher Erwartung auf die Zukunft zu, in der wir also unseren Beitrag zu diesen gesamteuropäischen Aufgaben leisten sollen und werden. Der Bonner Kanzleramtschef Seiters wandte sich in der Diskussion um erste gesamtdeutsche Wahlen gegen eine Verlängerung der Legislaturperiode für den Bundestag. Der richtige Zeitplan sei so: Währungsunion im Juli, 2+4 Gespräche bis zum KSZE-Gipfel im November und Bundestagswahlen dann im Dezember dieses Jahres.
Im Gegensatz dazu sprach sich FDP-Vorsitzender Lambsdorff statt der Bundestagswahl für gesamtdeutsche Wahlen im kommenden Frühjahr aus. So könne man 2 Wahlen innerhalb kurzer Zeit verhindern. Übereinstimmung mit US-Präsident Bush konstatierte in Hamilton, Bermudas, die britische Premierministerin Thatcher zum Thema Deutschland in der NATO. Übereinstimmung auch, dass es vereinigt eine große politische Rolle im Nordatlantikpakt spielen müsse. Gleichzeitig sollte die KSZE für den politischen Ost-West-Dialog ausgebaut werden. Bush ergänzte, die KSZE sei dazu da, ein von Grenzen freies Haus Europa zu bauen. DDR-Finanzminister Romberg, SPD, erklärte, er rechne noch vor der Sommerpause mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Nachdrücklich setzte er sich für einen Umtauschkurs von 1:1 ein. Mit Friedensgottesdiensten, Kundgebungen sowie symbolischen Blockaden von Militärobjekten wurden heute in Ost und West die Ostermärsche fortgesetzt. Erstmals fanden sie auch in der Tschechoslowakei statt. Hier wurde vor allem ein rascher Abzug der sowjetischen Truppen gefordert. Die offenen Grenzen befreiten nun auch von jahrelang verordneter Pseudopropaganda einer ausschließlich westlichen Ostermarsch-Idee. Grenzüberschreitend der Marsch im nördlichsten Abschnitt der deutsch-deutschen Grenze, wo über 1000 Vertreter der Friedensbewegung aus Mecklenburg und Schleswig-Holstein in Herrenburg zusammenkamen. Den deutschen Einigungsprozess als historische Chance zur Friedenssicherung durch Abrüstung zu nutzen, dieser Wille verband die Teilnehmer des Ostermarsches nach Lübeck. In Dresden hatte die Straße am Goldenen Reiter das noch nicht erlebt. Der erste Dresdner Friedensboulevard war heute Ziel eines Osterspazierganges, zu dem die sächsische Friedensinitiative aufgerufen hatte. Bei allen Unterschieden in politischen Auffassungen der insgesamt 12 beteiligten Gruppen, der gemeinsamen Botschaft "Unsere Erde bewahren", schlossen sich zahlreiche Dresdner an. Für manchen war dieses Bekenntnis zum Wehrersatzdienst die Konsequenz der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Friedensgedanken. Die Thüringenhalle war Treffpunkt der Erfurter für die Ostermarschpremiere. An dem Zug durch die Innenstadt nahmen auch Vertreter von Friedensgruppen aus Gießen und aus Mainz teil. Begrüßt wurde in Erfurt, dass die DDR durch politische Veränderungen auf gewaltlosem Weg friedlicher geworden sei. Nach den Worten von ANC-Vizepräsident Mandela hat der Afrikanische Nationalkongress abtrünnige Mitglieder gefoltert, um von ihnen Informationen zu erhalten. Mandela bedauerte, dass es in der Vergangenheit zu solchen Praktiken gekommen sei. Die PLO hat an Papst Johannes Paul II. Und UNO-Generalsekretär Pérez de Cuéllar appelliert, die heiligen Stätten in Jerusalem vor Übergriffen zu schützen. Erst am Mittwoch hatten israelische Siedler ein ehemaliges Hospiz für griechisch-orthodoxe Pilger im christlichen Teil der Stadt besetzt. Ostern in der heiligen Stadt. Die Glocken künden davon, es ist das Fest der Christen schlechthin, war das erste und für eine lange Zeit auch das einzige. Jerusalem, gesegneter Ort für die 3 großen Weltreligionen, die Stadt der Kirchen, Moscheen und Synagogen. Jerusalem ist besonders in diesen Tagen Ziel der Pilger. Wenn das jüdische Pessach in Erinnerung an die glückliche Flucht aus Ägypten vor über 3000 Jahren und das christliche Osterfest gefeiert werden. Beginnend am Palmsonntag ist die ganze Altstadt, aber besonders die Grabeskirche erfüllt von Andachten und Prozessionen. Sie erinnern an den vom Neuen Testament überlieferten Einzug Jesu in Jerusalem, an Kreuzigung und Auferstehung des Gottessohnes. In der Grabeskirche liegen die meisten Plätze christlicher Verehrung. Heute eingezwängt im Gassenwirrwarr erhebt sich die Kirche über dem Schauplatz des Geschehens vor 2 Jahrtausenden. Wie die Via Dolorosa, die Straße des Schmerzes, dem Kreuzweg Christi nach dem Todesurteil der Römer entsprechen soll. In dieser Stadt, Jerusalem, predigte Jesus Frieden und Versöhnung. Seine Botschaft ist auch Bestandteil der jüdischen und der muslimischen Religion. Und so sollte das Osterfest Anlass sein, sich zu besinnen auf die Möglichkeit des friedlichen Miteinanders der Religionen und der Menschen, damit Jerusalem, die Stadt des Friedens, diesen ihren Namen endlich zurechttragen kann. Hier eine Information der Volkspolizei. Bei 158 Verkehrsunfällen sind am gestrigen Karfreitag in der DDR 10 Menschen ums Leben gekommen. 159 Personen wurden verletzt. Vor einem Jahr waren 2 Tote zu beklagen.
Die Wetteraussichten. Nachts gelegentlich Regen, 7 bis 2 Grad. Morgen meist stark bewölkt und Schauer, 9 bis 14 Grad. Wir melden uns noch einmal mit Nachrichten gegen 0:35 Uhr. Liebe Zuschauer, 1975 drehte Michel Deville einen Spielfilm mit hervorragenden Darstellern. Mit Jean-Louis Trintignant, mit Jane Birkin und Romy Schneider. Ein kleiner Angestellter kündigt seinen Job, will aus dem normalen Alltag ausbrechen und sucht ein Abenteuer nach dem anderen. Nutzt Gunst und Einfluss der Frauen, um in höhere Kreise hineinzukommen. Nikolaus gebärdet sich als wildes Schaf, denn zum mächtigen Löwen reicht es bei ihm nicht.